Ich wurde geschlagen, geschubst, getreten. I knew that I needed male hormones. That was the most important thing to me. Als ich rauskam, meinte meine Mutter, du warst doch nicht auf der Männertoilette. Das kannst du doch nicht machen. Man sieht doch noch. This is it. Can you see this tiny, tiny bottle? My anxiety has just gone like this. It's been amazing. Ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass ich mich nicht früher dazu getraut habe. Ich hasse die OP. So, es ist jetzt kurz vor 14 Uhr und ja, wie ihr seht, bin ich jetzt fertig gerichtet und geschminkt und ich begebe mich jetzt auf den Weg zu meinen Eltern. Vorher hole ich mir natürlich noch was zu Kaffee und Kuchen. Also meine Eltern haben jetzt nichts gebacken oder sonst irgendwas und deswegen gibt es jetzt was vom Konditor. Da fahre ich jetzt erstmal hin und dann geht's weiter zu meinen Eltern. Hello YouTube, how's it going? Look at my chest. Ta-da! Nachmittags ist dann unser Workshop. Wir nehmen an einem Workshop teil. Trans in Internet-Communities. Ich dachte, das wäre ganz passend mit meiner Internetpräsenz. Hey Leute, hier ist wieder Aaron Joel und willkommen auf meinem persönlichen Channel Joe's Journey. Also in meinem Fall geboren als Frau, aber leben möchte ich als Mann. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Michaelas Welt. Ich bin die Michaela und wundert euch nicht über meine tiefe Stimme oder dunkle Stimme. Ja, das kommt daher, weil ich eine transidente Frau bin. Ich bin also in einem männlichen Körper ehemals zur Welt gekommen. Ich bin mal wieder dabei, einen Vlog aufzunehmen und ja, heute habe ich ein bisschen Pech, wie ihr seht, es regnet. So the doctor saw me and said it's a girl, and it took a long time for everybody to realize that maybe that was not correct. Hello world, it's Austin. Let's talk about being transgender and Christian. Those things were never questions that I had internally, but from the outside, lots of people were saying, you're telling God that God's wrong, or this is wrong theologically. Lippen wirken immer weiblicher, wenn ihr mehr Volumen habt als Länge. Innerlich fühle ich mich als Mädchen. Ich bin ein Mädchen, das aber einfach nur im falschen Körper gelandet ist. Diese Woche das Thema, wenn man einer Person sagt, dass man trans ist. I'm transgender. Wow, God, I'd never be able to tell. If I saw you walking down the street, I'd just think you were a man. With myself, I was born female, but I've always felt male. You're really a woman? Oh, you got me. When I was really young, probably about 4 or 5 years old, I would say to my mum, I feel like a boy in a girl's body. And at that point, I didn't know what transgender meant. Man hat mir schon als Kind sozusagen gepläut, ja, was sollen denn die anderen von dir denken? Dieses Denken ist einfach für die eigene persönliche Entwicklung, finde ich, sehr, sehr schlecht. My mom always tells stories about my grandma being a tomboy growing up and playing with boys and climbing trees and doing all these things. And so when I was kind of like that as a little kid, my mom just thought, well, just some of the girls in our family are just sort of tomboys. They just like to do boyish things. So I just like to do a lot of things that my dad did. So I just sort of followed my dad around. And I think he kind of liked that. Die einzigen Dinge, wo mich halt irgendwas bedrückt hat, war, wenn ich bei meinem besten Freund zum Beispiel im Wald oder so, wenn er dann irgendwie gegen einen Baum pinkeln konnte, gesehen habe, dass er was hat, was ich nicht habe, aber was ich unbedingt haben möchte. Oder eben, wenn es um kurze Haare ging. Es war tatsächlich immer so, dass ich mich nie als Junge gesehen habe und meine Umwelt, gerade bei mir zu Hause, mich auch nie als Junge sozialisiert oder behandelt hat. Ich hatte wirklich immer alle Freiheiten, mit Puppen zu spielen, mich zu schminken und so weiter und so fort. Ich durfte halt nicht mit Puppen spielen. Ich habe viele Sachen nicht machen können, die für Frauen einfach völlig normal sind und dadurch aber halt auch geprägt wurden. Ja. Die richtigen Konflikte kamen erst ab der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium, ab der 6., 7. Klasse, wo sich halt alle in eine Richtung entwickelt haben. Die Jungs wurden männlicher und die Mädchen weiblicher und ich war irgendwo dazwischen. I hope I can help you to get through all these things, like to come out to your parents, your friends, maybe to your boyfriend or girlfriend, or to
teacher, whoever you want to come out, or at first to come out to yourself and find yourself. Und das ist natürlich dann den Schülern auch aufgefallen. I mean, actually, a lot of people in high school would say things like, Hey lad, is that a boy in a skirt? Oh, she tries to be a girl. Ganz krass ist es mir eigentlich erst aufgefallen, wo es dann plötzlich hieß, so von Mädchen aus, wo ich eigentlich Kontakt zu denen gesucht habe, so, was willst denn du von mir, du bist ja ein Junge. I definitely had a lot of anxiety in high school. I would feel anxious about going to school every day. Es war schlimm genug, dass ich gesagt habe, okay, dann lebe ich halt die Rolle, die mir von Geburt an zugewiesen wurde. Und habe dann erstmal das Spiel mitgespielt, bis das Gymnasium vorbei war. Ich wurde geschlagen, geschubst, getreten, mir wurden Sachen hinterhergebrüllt, da war ich auf Toilette, da war ich 8. und 9. Klasse und da kam ein 12-Klässler rein und als ich gerade mein Gesicht gewaschen habe mit Wasser, wurde ich von diesem netten jungen Mann quasi mit meinem Kopf runtergedrückt und bin mit meinem Zahn gegen das Waschbecken geknallt und deswegen da fehlt jetzt ein Stück Zahn. Allerdings war mir bewusst, dass es nicht nur Menschen gibt, denen das egal ist oder die mich dabei unterstützen. Es gibt auch Menschen, die so etwas hassen, die es eklig finden und die mich in einer Tour fertig machen würden, wenn ich das jetzt so öffentlich machen würde. Und das Problem war, dass durch dieses ganze Mobbing meine Selbstsicherheit total verletzt war und dass ich immer dachte, wow, ich habe das verdient und klar, was soll mir auch anderes passieren. And so going into high school, I thought, all right, this is my chance. I'm going to blend in. I'm going to look like everybody else. So I grew out my hair really long. I mean, like really long for me. It was like shoulder length. And I started wearing, more like girly clothes. I got my first boyfriend when I was in 9th grade. And people stopped making fun of me. And I was kind of like, all right, something must be going right. But I felt super uncomfortable. I couldn't stand it. I hated seeing my body change. I just wanted this straight up and down figure, like a guy's body. And that is why I ended up developing an eating disorder. And when I actually developed the eating disorder, my periods stopped, which is what the doctors were really worried about. And I was referred to hospital and things. But for me, obviously having my period stop was amazing because that's, that felt right. Ich habe also ganz am Anfang auch immer versucht, so ein bisschen was Weibliches zu geben, klaren Nagellack getragen oder halt auch mal irgendwie unter den Jeans mal im Winter Strumpfhosen angehabt. Aber das fällt niemandem auf, irgendwie großartig. Ich habe halbe Studien betrieben über die Breite meiner Schultern, die Größe meiner Hände, meine Gesichtsform. Die Kieferknochen hier, das ist halt auch was ich mehr oder weniger als maskulin empfinde. Ich habe mir immer mein Messband genommen und habe immer den Umfang meines Körpers jeden Tag gemessen, habe so ein halbes Tagebuch geführt. Aber wenn ich halt abnehmen würde, wäre das halt ein bisschen tighter und besser. Aber so wirklich aus meinem Körper eine komplette Studie gemacht und einfach aus dem Grund, weil diese gesellschaftlichen Konstrukte, die uns ja als Kinder quasi vorgelegt werden, so tief in meinem Kopf drin waren. Ich bin früher relativ oft oder sogar fast täglich in eine Kneipe gerannt, habe da halt auch jeden Tag Alkohol getrunken. Einerseits, um meine Ängste loszuwerden, andererseits halt auch, um mich auch ein bisschen zu betäuben, zu beruhigen. I said, okay, enough of that. So I cut my hair again and I started dressing like the way I wanted to, which was just, jeans and a sweatshirt and, I started dressing a little bit more androgynous. And that was helped because in my sophomore year in 10th grade, I came out as bisexual, and that gave me a little bit of freedom, actually. Like, once people started to accept that, they started to accept the fact that I might not fit gender norms either. And today we're going to talk about gender feelings. Yeah, gender! I only came out to my friends and family when I knew for sure that I was transgender, which was when I was about 18 years old. Up until that point, I didn't have a clue what it was, and I came out as liking girls when I was around
16 or 17, then it was kind of, I had to sort of come out again and be like, actually, I'm not a gay girl, I'm a straight guy. So it's kind of, I had to come out twice, really. Das erste Mal, dass ich dann mich 100% geoutet habe und diesen Weg ganz begonnen habe, war mit 17. Ich lag auf dem Bett noch bei meiner Mutter und wir haben eine Dokumentation von Quarks und Co. geguckt mit Balian Buschbaum, ein sehr bekannter Transgender aus Deutschland. Und ich weiß nicht, meine Mutter hat sich dann zu mir gedreht und hat mich gefragt, ob ich mich auch so fühle. Ich glaube, das ist einfach der Instinkt dann. Und so war es dann endlich raus. Und als ich mich dann in der Schule geoutet habe, ich bin da wirklich mit meinem Vater und 2 Freunden hingefahren, habe mich vor die Klasse gestellt und gesagt so, jo, das ist es. Hab da auch wirklich nicht unbedingt viel Zeitraum oder Raum generell für Diskussionen gelassen, weil also es ist nicht unbedingt eine Sache, die ich diskutieren lassen möchte. Es ist keine Sache, die im Raum steht. Das ist einfach was, so ist es. I remember being on the phone with my dad one night, and it was when I was just first coming out as trans, and he said, explain being transgender to me theologically. And I said, okay, I'm gonna have to get back to you on that. And my YouTube channel has been sort of a response to that. There are a few people out there who believe that just by being transgender, just by being gender nonconforming, you are walking away from God, or even that your whole existence is some kind of abomination. I'm making this video because I want there to be more resources out there for people that are trying to bring their gender identity and their faith together. If I was going to talk to faith leaders within Christianity, I would say be open to the concept that people with different ways of understanding these passages could be right, you know, and maybe you're right. But are we going to spend all of our time arguing about who's right when there are transgender youth that are committing suicide? You know, like we have to pay attention to these, to the effects of what it is that we're preaching. Vor 10 Jahren habe ich im Prinzip auch meinen Weg, die Transition angefangen. Also den Rollenwechsel, den Weg zur Frau sozusagen. Der Herbst fängt langsam an. Also hier sieht man jetzt, die Bäume sind noch grün, aber es sind doch schon ein paar braun verfärbt. Ich habe erstmal lange Zeit sozusagen eine Doppelrolle gelebt. Bin halt praktisch am Wochenende als Frau rausgegangen, habe als Frau mehr oder weniger versucht zu leben und bin halt während der Woche wieder als Mann zur Arbeit gegangen. So transgender means to move from one thing to another, and transgender is a big umbrella term that can encompass a whole bunch of different things. It can mean people that transition from male presenting to female presenting, or female presenting to male presenting, but it can also encompass people that don't identify as either male or female, or who identify as both male or female. I'm a transgender guy. I get hormones injected. It suddenly hit me as I flew my way home that this was no ordinary testosterone. I can do anything. I've got a plan. Don a cape, save the world. They'll call me T-Man. I knew that I needed male hormones. That was the most important thing to me. And when I went to my GP, he didn't know anything about it, and he actually called it a lifestyle choice. Alle Veränderungen, die ich davor gemacht habe, Haare abschneiden, Klamotten ändern, das kann man ja alles immer wieder rückgängig machen. Aber ich habe 17 Jahre halt in diesem Geschlecht gelebt und mit diesen Merkmalen. Ich mochte keine dieser Merkmale, aber ich hatte auch wirklich Angst, diese zu verändern. Okay, so I got my prescription. It came in this little box. This is it. Can you see this tiny, tiny bottle? It's so little. Bei mir wurde so angefangen, ich habe sogar extra Packung rausgesucht, mit sogenannten Pubertätsblockern. Und was die einfach gemacht haben, ist ganz easy. Die haben auf der einen Seite meine männliche Pubertät blockiert. Das bedeutet, meine Stimme wurde nicht tiefer. Das bedeutet, ich habe keinen Bartwuchs bekommen. Meine Schultern wurden nicht noch breiter. Und mein Körper hat einfach aufgehört, Testosteron in einem Masse zu produzieren, die mich in irgendeiner Art und Weise vermännlicht hätte. Das ist natürlich Östrogen, klar. Das ist also ich nehme ein Gel, so ein Dosierspender, drückt mal einmal drauf und ich drücke halt zweimal drauf. Einmal auf einen Arm und einmal auf die andere Schulter. Das schreibe ich mir morgens ein. Fällt mir gerade ein, das habe ich heute schon vergessen. Ich habe hier sogenannte Filmtabletten. Ja, davon nehme ich jeden Tag eine und wahrscheinlich für den Rest meines Lebens. Hello, my name is Evan Joel. I'm an 18 years old trans guy from Germany. I got my first T-shirt yesterday, which means I'm one day on T, and this is my voice, one day on T. Ich
Ich glaube, das Erste, was mir richtig aufgefallen war nach 2 Monaten, meine Schwester kam zu Besuch nach Hause und hat gefragt, ob ich krank wäre. Und ich meinte, nein, ich bin nicht erkältet. Und dann fiel mir auf, dass ich an meiner Stimme scheinbar irgendwas tun musste. Und das hat mich unglaublich glücklich gemacht. How to miss. Miss someone until they come back. Or until you come back. Until their absence in your life becomes something to be avoided at all the costs. Miss someone until they come back. Until you come back. Until their absence in your life becomes something to be avoided at all the costs. I have been on testosterone for almost... I think I'm definitely putting on a bit of a deeper voice here. The changes were quite fast, really, for me. After about a year, I had sort of a beard. Ich habe mir meinen Bart durch eine sogenannte Nadelepilation entfernen lassen, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde. Und das ist ein schöner Ausgleich dafür, dass ich halt dann oben halt auch keine Haare habe. Ich habe halt eben zu lange gewartet mit meiner Transition. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass ich halt eben das Testosteron auf meinen Haaren halt Spuren hinterlassen hat. Sprich, ich habe da einfach eine ganz große Glatze. So one of the downsides to being on testosterone is having male pattern baldness, and obviously not everyone experiences this. They say to go off your mum's dad's side, and my granddad had a hair transplant when he was in like his 20s, so it's not looking good for me. It's interesting going through puberty as an older person because you can sort of analyze your feelings a little bit. Like, I think when you're 13 and 14 and you're going through puberty, everything just seems like, oh, the world is ending every time something bad happens. And as an older person, you can kind of go, I feel really angry today. And I think that's probably because of the hormones and not because the world is ending. Was mir wirklich auffällt, ist die Sache mit dem Weinen. Früher, ich meine, ich habe nie wirklich viel geweint, aber es gab halt öfter Situationen, wo man halt dazu kommt und weinen musste für sich. Heute bin ich in Situationen, wo ich mir wünsche, ich könnte jetzt weinen, aber es regt sich einfach nichts im Körper, auch wenn ich es will. I'm just as emotional as before. I still cry over things, you know. Ich muss schon sagen, die wirklich größte Veränderung ist definitiv natürlich die Brüste, aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, die psychische Veränderung in meinem Kopf. Also ich werde jetzt nicht, wie ich es zum Beispiel früher getan habe, meinen Körper halt jeden Tag komplett einmal durchchecken und sagen, hat sich irgendwas verändert, weil das ist für mich einfach total ungesund. Ich habe mich schon immer versucht, an die normale Frau auf der Straße zu orientieren. Gell. Klar wäre ich auch gerne lieber schlanker und hätte ein bisschen mehr Oberweite, eine andere Stimme. Also an sich hat jeder immer gut drauf reagiert. Aber meiner Mutter zum Beispiel fiel es schwer dann zu sehen, wenn ich kurze Hosen anhatte und meine Haare am Bein quasi ein rechter Urwald waren, die halt früher rasiert waren. Und wenn sie das dann heute sieht, also auch noch nach 2 Jahren, fällt es ihr immer noch ein bisschen, ja, schwierig oder es ist für sie immer noch eine Umgewöhnung, dass da auf einmal so viele Haare dran sind. And my dad actually didn't really take it very well and he didn't understand and he sort of said, well, you already look like a boy, you're already boyish, why do you need to do anything extreme? When I started to change physically and I seemed so much happier and so much more confident, they realized that it was the right thing for me. So, ich bin jetzt bei meinen Eltern und Kaffee und Kuchen ist jetzt fast fertig. Läuft gerade noch der Kaffee durch und die Kaffeetafel ist jetzt aufgerichtet, wie ihr sehen könnt hier. Ja, sie gibt lecker Kuchen. Klar, sie haben natürlich manchmal Probleme, oder meistens eigentlich sogar, mich mit dem richtigen Namen anzusprechen. Ich spreche mich oftmals noch mit dem alten männlichen Namen an oder noch reden mich mit er an. Ganz ehrlich gesagt, manchmal stört es mich, manchmal nicht. Ich wurde als er betitelt. Ich, Kim, wurde als er betitelt. Und das sollte man erstmal sacken lassen, wenn man nicht so sieht. So. Also man kann ja nicht einfach im öffentlichen Leben sagen, jetzt heiße ich ganz anders, sondern man muss das tatsächlich auch über einen Gerichtsbeschluss durchführen lassen. Das ist geregelt im sogenannten transsexuellen Gesetz. Sie wusste erstmal gar nicht, was sie mit mir anfangen sollte. Ich saß dann wirklich für so eine Beantragung, ich glaube, eine halbe Stunde drin, weil sie musste alle ihre Kollegen anrufen und meinte, hey, hier sitzt ein Junge, wusste erstmal gar nicht, wie sie mich betitelt
betiteln sollte. Und man möchte seinen Ausweis ändern lassen, beziehungsweise Geschlecht und Geschlechtsumwandlung. Nicht mal Angleichung, sondern wirklich Umwandlung, wo ich mir so dachte, so, ist gerade so kurz davor, dass ich dir eine klatsche und hier schreiend durchs Amt renne, Schätzchen. Another thing to think about in Genesis 1 is the creation of dualities. God creates the land and the sea, the earth and the sky, all these things that are broken up into twos. But we all know that nature isn't that easily categorized. If day and night were so equally separated, we wouldn't have dawn or dusk. And what about coral? What about something that is neither a real animal nor a real plant? What about estuaries and swamps that are a meeting of land and sea and they're sort of both? What about the poor platypus who baffled scientists so badly they had to give it its whole other category with the poor echidna? That might actually be the most difficult part, is that bit about like being in the middle. I'm a guy, I'm a girl, I'm a guy, I'm a girl. First of all, like, which bathroom do you use? Also ich bin das erste Mal, ich glaube nach einem Monat, nachdem ich mich geoutet hatte, auf die Männertoilette gegangen und das war auf einer Fähre und meine Eltern waren nur dabei. Als ich rauskam, meinte meine Mutter, du warst doch nicht auf der Männertoilette, das kannst du doch nicht machen, man sieht doch noch. Can you imagine what would happen if I used the ladies? Also es ist natürlich immer so eine Sache, ne, von Ethik und Sitten und und wie weit traut man sich da jetzt raus. Aber wenn jemand sagt, ich fühle mich auf dem Darmklo sicherer, dann hat es irgendwie keiner in Frage zu stellen. When you get that done, they put drains, like one here and one here, if you're not familiar. And that helps like the fluid, any sort of like blood or fluid buildup in your chest, all drains out. Das erste Operative, was man normalerweise nach der Hormontherapie macht, ist die Entfernung der Brust. Das nennt sich Mastektomie. That was the first surgery I'd ever had, and I was petrified. I hated the thought of being put to sleep and was really scared of the recovery time. So surgery isn't nice, but after it's over with, you just feel so much better. So it's completely worth it. And it just kind of goes to show that transitioning isn't a choice. Like, you know, nobody would choose to put themselves through all this, you know, horrific surgery. Like you can see, this is all bruising right here. This is like an insane bruise there and there. And that's what hurts the most still. Das war der Punkt im Krankenhaus, wo sie das erste Mal quasi aus den Bandagen ausgepackt wurde. Ab dem Punkt ist alles, was früher irgendwie im Kopf verankert war, ich darf nicht oben ohne rumlaufen, wirklich weggefallen. Und seitdem lebe ich auch zu Hause sehr viel T-Shirt-los. Da war dann nie an irgendeinem Punkt die Scham, mich vor irgendwem damit zu zeigen. So it was something that was a really big deal for me and just increased my confidence and my ability to stop worrying about, you know, my body just like by 1,000,000%. It'd be really interesting to see how my chest has changed since then. Topless time. So here is my chest, 3.5 years post-surgery. I had a double mastectomy with Dr. Yelland in Brighton, and I had to raise the money to go privately because my hometown St Helens wouldn't do the surgery on the NHS. They classed it as cosmetic. What? For my top surgery, it was something like $7,000. I'm going to do everything I can. I'm going to save. I mean, I have been saving. I have about $1,500 saved up so far. I put as much away out of every paycheck as I can. I'm cutting expenses. I'm doing everything I can. So, we'll see. I put up a crowdfunding website and I asked people that viewed my videos and people that were supportive of me if they could just, you know, throw in like $5 or $10 to this fund. And in return, I made t-shirts and I made cards and stickers and all kinds of things. I was really amazingly lucky to have some really good friends who helped me raise that money. So all together we kind of did it. Wie wahrscheinlich alle in dieser Situation wissen, haben wir ja in Deutschland das Glück, dass die Krankenkassen viele Dinge bei uns übernehmen müssen. Have you had the surgery? What do you mean by the surgery? You know, the surgery. Viele machen halt schon in diesem Schritt die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Man kann das dann noch einzeln machen oder ganz am Ende mit dem Penoidaufbau selber. Um Ihnen unsere breit gefächerten Möglichkeiten im Sinne der Phalloplastik, also der Operation,
am besten anzuschauen oder zu zeigen, gucken Sie sich doch einfach mal unsere gigantische Penisauswahl an und dann stelle ich Ihnen die verschiedenen Arten unserer Penisse am besten genau vor. There's different types of lower surgery as well for trans men. Sometimes you can have what's called a phalloplasty, where you kind of get a skin graft from your arm or your leg and it sort of creates a penis. Ich zeige euch einfach mal was und vielleicht kommt ihr dann von selbst drauf, was der Anlass dieses Videos ist. Der eine oder andere weiß vielleicht, was das bedeutet. Das bedeutet, ich hatte die OP. Die ersten Male aufstehen, das ging so bis Tag 8 oder 9, glaube ich wirklich, wo ich gestanden habe und gelaufen bin. Und nachdem ich mich dann hingesetzt oder hingelegt habe, war mein Herz am Flattern und ich habe erstmal einen halben Liter Wasser getrunken. Das war dann schon so erschreckend zu sehen, was diese 6 Tage im Bett liegen und die 11 Stunden Narkose echt mit meinem Körper angestellt haben. And the other type of surgery kind of works with what is already down below, because when you're on the hormones, things change down below and you kind of grow like your own penis, like a small version. But the surgery that I went for just kind of enhances what has grown naturally, which I felt like for me was the best option. Die letzte OP ist dann schon fast knapp 2 Jahre her, über 2 Jahre. Und wie gesagt, alles gut verlaufen und alles gut verheilt. Ich habe mir auch lange überlegt, lohnt sich so etwas wie eine geschlechtsangleichende Operation überhaupt? Ist es notwendig für mein Selbstverständnis, für mein Wohlbefinden? Muss ich eindeutig sagen, ja, es hat sich gelohnt. Ich fühle mich einfach sehr viel lockerer, ich fühle mich entspannter. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin jetzt endlich da angekommen, wo ich hätte eigentlich bei der Geburt sein sollen. For me personally, top surgery was like really the only thing that I needed in terms of my transition, because it was something that had been sort of weighing on me for so long and something that made such a big deal to my mental health. So in terms of lower surgery, I'm not too worried about it. For me, my transition physically is pretty much complete. Ich folgt jetzt noch eine einzige OP und das ist die Penisprothese. Das ist quasi eine Pumpe, die eben eine Erektion jetzt an dem neuen Penis möglich macht. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles, was ich dazu sagen kann, ist Penis hoch. Hey everyone, it's Lewis, aka Mr. Loser, and today I want to talk about gender and sex and sexuality, because contrary to popular belief, these 3 things are totally different, like chalk and cheese and chips. Cheesy chips. I have been a bit afraid to put certain videos out there, like for instance, it was only a few months ago I made a sort of comedy education video about sex as a transgender guy. How do you have sex? How? And I was kind of like, I wanted to do it because people don't have a clue what, it's like to, some people think that sex with a transgender person is something scary or weird, and I really wanted to tackle that topic and change people's opinions and educate them. So, do you want to see my dragon? Ich war als Mann heterosexuell, als Frau bin ich jetzt natürlich lesbisch. Also ich würde immer noch Frauen als Partnerin bevorzugen, aber sag mal so, wenn halt der richtige Mann kommen würde, wo es einfach passen würde, dann würde ich sagen, ja, wieso nicht? I just wanted to make a video with Ari. This is my girlfriend Ari. We just started dating when I was first coming to understand more about my gender identity, and so like she knew me when I was presenting as female, and we started dating. She had to go through the whole process of coming out to her family as bisexual or gay because she was dating me when I looked female, right? So she had to go through that whole process and then go back to them later and say, actually, Austin's a boy, never mind. Nowhere in the story, and indeed nowhere in the Gospels, does Jesus say anything about sexual orientation or gender identity. They have zero, zilch, nada to do with whether or not you get to be part of God's kingdom. Not a qualifying factor. Es ist auch mal sehr, sehr amüsant, wenn ich mich irgendwie mit Jungs unterhalte und mit Jungs treffe. Und die ersten Treffen wird mir immer gesagt, wie schön ich bin und wie perfekt ich bin, um das jetzt mal ganz arg zu übertreiben. Und sobald ich gesagt habe, in welche Situation ich stecke, hieß es dann, oh mein Gott, und krass, nein, ich habe kein Interesse mehr. Und das war mal so dieser Gedanke, wo ich sage, warum? Also diese Tatsache macht mich weniger hässlich, noch irgendwie dumm oder irgendwas, was verändert mich als Menschen gar nicht. Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem persönlichen Channel Joey's Journey, und ich bin heute hier mit einem Special Gast. Celine, das ist meine Freundin. Meine jetzige Freundin hat mich halt als Mann kennengelernt und ich habe ihr das aber bei unserem ersten richtigen Date direkt gesagt, weil ich wollte nicht, dass irgendeine falsche Basis besteht. Und es war von ihrer Seite von Anfang an gar kein Problem da und ist es auch heute nicht.
in terms of, you know, in my own head, you know, I don't walk around thinking I'm trans, you know, me and my girlfriend just don't really even see me as trans, you know. It's kind of a topic that it comes up kind of on social media a lot, and in the media it's obviously really present at the moment. Ja, heute ist der 9. Juli und es ist ein Donnerstag und ich bin auf dem Nachhauseweg, ja. Ich habe da wirklich Glück gehabt eigentlich, oder habe bisher Glück gehabt, dass ich weder in der Firma diskriminiert werde. Ich habe da kein einziges Mal erlebt, dass ich irgendwie einen blöden Spruch habe hören müssen. Unsere Putzfrau, das war das Beste, die kam bei uns in die Tür rein. Ich saß am Computer, mein Kollege war nicht da und hatte gefragt, wo sind denn die Jungs? Da habe ich gesagt, ja, die sind nicht da. Und dann hat sie gemeint, ja, sind sie alle unterwegs? Habe ich gesagt, ja, und dann ist sie wieder gegangen. Also sie hat mich nicht erkannt. Klar, sie hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass plötzlich aus Herr so und so jetzt Frau so und so geworden ist. Ich muss sagen, ich habe eine Weile lang gekellnert und das war zu der Zeit, wo mein Vorname noch nicht geändert wurde. Das bedeutet, da war noch kein männlicher Name und das musste ich meiner Chefin natürlich auch dementsprechend erklären. Und auch wenn sie und diese anderen Personen damit überhaupt kein Problem haben, man fühlt sich irgendwie, als hätte man so einen kleinen Striptease hingelegt. Man gibt hier Informationen preis, die man so vielleicht gar nicht preisgeben wollte an diese Person, und erst recht nicht zu diesem Zeitpunkt. A lot of people, when they meet me, they, you know, don't know that I'm transgender, but I have no problem in telling people that I am, because I just think, well, it's nothing to be ashamed of. It doesn't make me any less of a guy. For me personally, I just see it as almost like a medical condition that I was born with, and everybody's born with, you know, different medical things. Today, I'm on top form, and I'm on a one-man mission for love. First step, eye contact. Nur wenn man diese physischen Veränderungen sieht, vergisst man, glaube ich, dass ich mich nur so modifiziere, wie ich schon immer war. Also mein Charakter ist derselbe, ich zeige das nur anders. How long have you been a guy? 26 years. How old are you now? 26. Guten Morgen, es ist 9 und ich bin gerade erst aus dem Bett gefallen. Und natürlich der erste Platz, wo ich hingehe, ist in die Küche, denn Essen ist mein Hobby und mein einziges Talent. Ich bin, so dumm sich das auch anhört, ich bin extrem stolz auf mich und ich finde es auch wirklich gut, trans zu sein, weil das hat mir Sachen beigebracht, die ich sonst auf diesem Wege nie gelernt hätte. Ich musste einfach lernen, mich als das zu akzeptieren, was ich bin, weil als es mir extrem beschissen ging, hatte ich einfach gar keine andere Möglichkeit. Entweder ich akzeptiere mich oder ich beende das Ganze jetzt auf der Stelle. Ja, es hat jetzt doch ganz gut getan, hier rauszugehen und sich ein bisschen zu bewegen und unter die Leute zu gehen. Besser als zu Hause in der Wohnung tranig im Bett zu liegen. Ja, ich merke also, meine Stimmung hat sich wahnsinnig gebessert. The dysphoria and the bad feelings about my body and my gender were sort of connected to the anxiety. And as I've gone through this process of physical transition, my anxiety has just like gone like this. Like, it's been amazing. Like, I still have it, and I will always have anxiety probably, but it's so manageable now. Trans folks have some experience with this whole death to life thing. Some of us have been abandoned by the people who were supposed to love us unconditionally, and we've survived. Many of us experience the sense of death that comes from living with mental health issues like anxiety and depression, which tend to get worse in the winter. But we're still here as spring peeks around the corner. Some of us who have transitioned have felt like we've moved from death to life as our bodies begin to finally feel like our own. Es ist einfach das erste Mal, dass ich mein Spiegelbild mag und dass ich einkaufen gehen mag, dass ich die Klamotten an mir mag, und das zeige ich jetzt eigentlich auch gerne nach außen. Man muss, glaube ich, einfach nur lernen, dass die einzige Person, mit der man das ganze Leben verbringt, man selbst ist. Und wenn man ein Problem mit sich selbst hat, dann ist es nichts, was man auf die Seite schiebt. Man muss es sofort angehen. Man muss mit sich selbst zufrieden sein. Und alles drumherum ist eigentlich total egal. Hauptsache, dir geht's gut. Und ihr seht, ich bin noch nicht geschminkt. Ich bin noch nicht ausgefertigt sozusagen. Ich bin noch in Freizeitkleidung hier zu Hause. Und ja, ich bin heute
ja, sozusagen das Geburtstagskind, genau. Also ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass ich mich nicht früher dazu getraut habe. Ich kann es nicht mehr ändern, es ist so. Andererseits freut es mich, dass jetzt immer mehr Jugendliche oder in früheren Jahren das angehen. Und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe für mich damals. Ich habe damals 2006 mit meiner Transition auch angefangen zu bloggen. Yeah, so YouTube videos were what educated me. I didn't know anything about transitioning. I still thought it was kind of a scary thing and something a bit, I even used to think it was a bit weird. And then when I watched all these videos of other trans guys, I was blown away. Like they were, you know, good looking, happy, healthy guys in relationships, you know, having good careers and things, and it really inspired me. This is how to make videos. The first thing you need is a good idea, and then I record what I need, and when I do cutaways I basically take the whole setup into different rooms, get different angles. If you've been affected by bullying or discrimination, I'll include links to some support groups in the description below which may be helpful. Being able to watch that gives you a real sense of like, there are other people like me and they can do these things and I can do them too. Die meisten Transleute, die ich jetzt so gesehen habe und wirklich Ahnung hatten, wovon sie sprechen, waren einfach nicht deutsch. Sie waren entweder aus Amerika oder England oder woher auch immer. Und deswegen war es für mich auch ein Antrieb zu sagen, okay, ich kann nicht die einzige Deutsche sein, die sich so oft anguckt. Also kann ich es auch selber mal probieren. Ja. Also ich bin Kim, ich bin 17. Ich komme aus dem Osten, aus der Nähe von Brandenburg. Ich habe einfach bis dato einen sehr einfachen Weg oder so einfach, wie es nur geht, diesen Weg zu gehen, hatte ich. Und das haben nicht viele. Und deswegen ist das für mich eine Art, was von meinem Glück irgendwie den anderen wiedergeben zu können oder halt ja, anderen mithelfen zu können. Zumindest habe ich das jetzt so erfahren, dass diese Schmerzen nicht lange da sind. Es kann natürlich immer Pechvögel oder andere geben, die solche Schmerzen dann länger haben. Aber in meinem Fall waren das 12 Tage Schmerzen und dann war gut. Anfänglich sollte er nur um meine Transition gehen, also sprich um die Veränderungen, die ich mit Testosteron etc. durchhabe. Das wird auch weiterhin darauf folgen, aber ich möchte auch vielleicht einfach so noch ein paar private, vielleicht auch lustige Videos drauf machen. Der Prinz ist total angepisst. Also hier ist einiges geboten, hinten spielt eine schottische Gruppe und ja, ist ganz schön viel los dafür, dass schlechtes Wetter ist. Aber es regnet zum Glück nicht mehr. Ich blogge, ich habe einen YouTube-Kanal, ich podcaste. Genau, das sind so die Sachen, was mich gerade so ein bisschen bewegt. Und das andere, ja, was haltet ihr denn von Snapchat? Und ich wollte halt ganz bewusst eben halt auch den normalen Alltag oder halt eben auch die anderen Freuden zeigen oder auch Ängste, gell? Dass ich mich als Frau raustraue, dass es nichts passiert oder das, was passiert eventuell oder wie ich damit umgehe. Essen ist da. Ja, meine Freundinnen wollen nicht gezeigt werden, deswegen zeige ich sie jetzt auch nicht. Mal gucken hier so. Ich habe schon ein bisschen angefangen, was zu essen. To make films about transgender experiences, you know, I think can help a lot of people, and obviously that's thanks to things like YouTube, you know, the internet. Ich hoffe, es war irgendwie informativ für euch, dass dem einen oder anderen vielleicht hilft bei seiner Entscheidung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wollte euch einfach daran teilhaben lassen, ich habe es euch ja versprochen. Je nachdem, wenn ich neue Leute kennenlerne, mit denen ich eng im Kontakt irgendwann stehe, kommt das Thema halt auch auf und natürlich fängt man dann immer wieder bei Null an und muss immer wieder alles erklären. Aber ich mache das eigentlich gerne und ich möchte auch gar nicht, dass das ganz weit in den Hintergrund in meinem Leben rutscht, weil ich finde, es ist wichtig, es ist für mich wichtig. Aber ihr müsst einfach auch daran denken, dass es nicht mein Beruf ist und ich das nicht hauptberuflich mache und nebenbei auch noch Job und Leben habe. Und deshalb habt bitte Geduld mit mir, wenn ich nicht innerhalb von ein paar Tagen auf eure E-Mail anspringe und euch diese beantworten kann. Vor allen Dingen nicht dann, wenn die E-Mail richtig lang ist und ich mich erst mit der Materie wirklich auseinandersetzen muss, dass ich euch nicht nur irgendeinen Quatsch antworte, weil wenn ich euch antworte, dann möchte ich euch kompetent und hilfsbereit antworten. That's why at the moment I'm trying to push the other work as well, so I'm really trying to do comedy sketches and things that are nothing to do with, you know, being trans as well, because the last thing I want is to just be known as the trans guy, you know. Es ist nicht mein Hauptthema, also ich beschäftige mich trotzdem noch sehr gerne mit Make-up, mit Haaren, mit Fashion generell. Ich liebe es, Outfits zu planen und ein bisschen aus der Masse herauszustellen. Ich finde einfach anders zu sein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich stelle mich nicht in die Öffentlichkeit und sage, dass ich trans bin, damit jeder sagt, oh wow, dafür, dass du trans bist du ganz schön hübsch. Darum geht's nicht. Das ist absolut nicht diese Sache, warum ich das jetzt hier mache. Diese Sache
Das soll einfach den Leuten um mich herum klar werden. Es ist nichts Schlimmes, aber dafür muss man sich nicht schämen. Und es ist absolut in Ordnung, dass man sich so, wie man ist, akzeptiert. Man muss keinen gesellschaftlichen Normen nachkommen, nur um sich wohlzufühlen. Ja, geht den Weg, macht das, was euch gut tut, was ihr denkt, was euch gut tut. I hope someday that I'll be able to teach maybe in a university or in a college or a seminary. I would love to be able to teach folks about gender identity and about theology and about sort of the way that those things interact. For God, all things are possible. Mindestens ehrenamtlich bzw. freiwillig in der Szene weiterarbeiten, generell in der Homo-Trans-Szene aktiv zu bleiben. Am liebsten natürlich hauptberuflich irgendwann da reinzurutschen. Ich habe immer so im Hinterkopf, was, wenn in 20, 30 Jahren Leute so auf diese Menschen von heute zurückblicken, gerade auf die Menschen, die nicht und sagen, Alter, die haben es echt geschafft und die haben anderen Leuten in die Asche getreten. Und auch wenn es damals kacke war, die haben es geschafft und ich hoffe, es wird einfach noch besser. Und deswegen mache ich damit so lange weiter, wie es nur irgendwie geht. Being transgender for me has been overall a positive experience. There have been a few bumps in the road, but they teach you to deal with things in life. You know, I think that I'm a better person because of tackling those things. Sagen wir so, ich habe ein bisschen Einblick in beiden Welten, also den weiblichen und den männlichen. Aber halt leider wohl auch nie ganz so richtig. I think as somebody who has spent a large part of their life feeling like an outsider or like they don't fit in, that's helped me go to other people that feel like outsiders and try to help them feel like there are other people that are with them, right? So I think it's been a gift, but it's not a gift that I would necessarily wish on anybody else.